Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich mich mit einer Sache beschäftigen, die mir optisch jetzt schon Angst bereitet. Es geht um die Zerlegung der Hinterachse. Sie wurde sehr stark vom Rost angegriffen, deshalb wird es jetzt sehr schwer sein, die Schrauben zu lösen. Sollte es ungeplante Schwierigkeiten geben, werde ich leider radikale Methoden anwenden müssen. Und das ist die Herausforderung für die heutige Aktion. Ich werde die Hinterachse nicht vollständig zerlegen, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist nämlich ein Trick, der bei den folgenden Instandsetzungsmaßnahmen sehr hilfreich ist. Das war der ganz grobe Ablauf und jetzt komme ich endlich zur Sache. Im ersten Schritt werde ich die Verschraubungen mit dem Kriechfett behandeln, damit die Schrauben sich leichter lösen lassen. Und jetzt, nach der Vorbereitung, kann ich endlich mit der Demontage beginnen. Vor dem Start noch ein kurzer Blick auf die Zeichnung. Hier sieht man die Einzelteile der Achsaufhängung, die ich gleich auf der linken und rechten Seite abbauen werde. Jetzt bin ich an der Stelle angekommen, wo die erste Schraube sich nicht lösen lässt. Ich werde mir also auf eine andere Art und Weise helfen. Und so sehen die demontierten Teile aus. Sie werden alle in der Schrottkiste landen, außer die Kunststoffverkleidungen. Ich werde sie noch reinigen und wiederverwenden. Und jetzt geht es mit dem Differential weiter. Es ist mit insgesamt 3 Schrauben befestigt, 2 stirnseitig und eine an der Stelle. Ich werde mit den beiden Schrauben beginnen, Torx 60. Na toll, das fängt schon schön an. Und die andere lässt sich auch nicht lösen. Na, dann werde ich das jetzt anders machen müssen. Also Entwarnung, mit dem Langhebel geht's. Jetzt noch die andere Schraube. Ja, zum Glück hat auch die aufgegeben. Damit es schneller geht, kommt jetzt der Schrauber zum Einsatz. Jetzt noch die letzte Schraube lösen. Das ist eine Torx-Schraube, Torx 50, mit einer Sechskantmutter, Schlüsselweite 17 mm. Nachdem ich die Schrauben gelöst habe, kann ich jetzt den Hinterachsträger entnehmen.
So sieht das beste Stück aus. Es ist schon fast fertig, es gibt aber noch ein kleines Problem. Um das Problem zu sehen, muss ich leider den Hinterachsträger umdrehen, dann wird die Baustelle ganz gut sichtbar sein. Und zwar genau hier befindet sich die Schraube, die ich nicht lösen konnte. Ich habe sie schon mit dem Winkelschleifer bearbeitet, aber leider bin ich nicht fertig geworden, weil die Trennscheibe kaputt gegangen ist. Ich musste deshalb an der Stelle abbrechen und werde die Aktion fortsetzen, wenn ich mir eine neue Trennscheibe gekauft habe. Wenn ich die Schraube entfernt habe, dann wird sich der Hinterachsträger in dem Zustand befinden, den ich haben wollte. Ich werde den Hinterachsträger als eine Schablone benutzen, und zwar beim Schweißen der Hinterachsaufnahmen. So lässt sich die Position für die Hinterachsaufnahme perfekt von der Schablone oder von dem Hinterachsträger übernehmen. Und erst dann, wenn ich mit dem Schweißen fertig bin, werde ich die Gummilager auspressen und dann ist der Träger fertig und kann sandgestreift werden. Und jetzt noch ganz kurz zu dem Differential. Ich werde mich mit dem Teil selbstverständlich auch beschäftigen. Das ist aber ein Thema für ein separates Video. Ich bin sehr zufrieden, dass ich diese unangenehme Aktion heute erfolgreich abgeschlossen habe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme oder wenn du den Kanal abonnierst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.